Gegeben ist eine Schaltung mit insgesamt 8 Zweigströmen. Davon sind diese 6 Ströme unbekannt. Um sie herauszufinden, kann man die Maschenstromregel in einer Kurzform anwenden. Der Trick steckt in folgender Strategie. 2 der 6 Ströme können mit dem Maschensatz bestimmt werden. Das entspricht genau dem Maschenstromverfahren, ist aber logischer und kürzer. Die restlichen 4 unbekannten Ströme werden anschließend mit dem Knotensatz ausgerechnet. Zunächst benennt man die einzelnen Maschen und zeichnet deren Maschenströme ein. Ich nenne die Masche oben rechts Nummer 1, weil daneben eine Spannungsquelle mit U1 steht. Für diese Masche zeichne ich den zugehörigen Maschenstrom IM1 gegen den Uhrzeigersinn. Dann folgt links daneben die Masche 7, denn die Stromquelle erzeugt den bekannten Strom I7. Hier greift der Satz, dass der Maschenstrom gleich dem Strom der Stromquelle ist. Das bedeutet, dass der Maschenstrom IM7 gleich dem Strom der Spannungsquelle I7 ist. Damit wäre dieser Maschenstrom schon bekannt. IM7 ist gleich I7 ist gleich 2,5 Ampere. Darunter hätten wir dann die Masche 8. Die Stromquelle, die den Strom I8 produziert, die macht es uns einfach. Auch hier ist wieder der Maschenstrom gleich dem Strom der Stromquelle. Damit ist auch der Maschenstrom IM8 bekannt. IM8 ist 1,8 Ampere. Weiter zur Masche 2. Die Stromquelle I8 kann nicht gleichzeitig IM8 und IM2 sein. Deswegen darf nur ein Maschenstrom durch eine Stromquelle gezeichnet werden. Also lädt man die Masche für IM2 um die untere Stromquelle herum. Diese Masche 2 umfasst daher die Masche 8. Von den 4 Maschen, die wir jetzt gezeichnet haben, sind die beiden linken Maschenströme bekannt, nur die anderen beiden nicht. Das ist ein Vorteil für die Berechnung, denn wenn man nur 2 unbekannte Größen hat, dann braucht man auch nur 2 Gleichungen. Diese beiden Gleichungen sind die beiden Maschensätze für die Masche 1 bzw. 2. Starten wir mit der Masche 1 oben rechts. Die Summe aller Spannungen, die an den Widerständen abfallen, muss genauso groß sein wie die Spannung, die durch die Spannungsquelle U1 aufgebaut wird. Also ist IM1 mal R1 plus R4 plus R6 gleich U1. Das kann aber nicht ganz stimmen, weil ja zum Beispiel durch den Widerstand R4 auch der Maschenstrom IM7 fließt. Damit fällt an R4 durch M7 eine eigene Spannung ab. IM7 fließt in Gegenrichtung zu Maschenstrom IM1, daher muss der aus IM7 erzeugte Spannungsabfall entgegengerichtet zu dem von IM1 sein, also Minus. Das berücksichtigt man in der Gleichung, indem man diese Gegenspannung IM7 mal R4 wieder abzieht. Das Gleiche gilt für den Widerstand R6. Der Strom IM1 fließt von links nach rechts durch R6, der Strom der Masche darunter fließt in die Gegenrichtung. Also muss auch hier der Spannungsabfall IM2 mal R6 abgezogen werden. Erst jetzt stimmt unsere Gleichung, gehen wir zur nächsten Masche mit unbekanntem Maschenstrom. Das ist die Masche 2. Zunächst wende ich wieder den Maschensatz an und addiere alle Spannungen, die an den Widerständen abfallen. IM2 mal R2 plus R6 plus R5 plus R3 ist gleich U2 plus U3. Auch hier müssen die Spannungsabfälle berücksichtigt werden, die durch die Nachbarströme an den gemeinsamen Widerständen erzeugt werden. Das ist die Spannung IM1 mal R6 und die Spannung IM7 mal R5. Nicht zu vergessen sind die Spannungen, die wegen des Maschenstroms IM8 an R5 und R3 abfallen. Die werden addiert, weil der Maschenstrom IM8 in dieselbe Richtung fließt wie der Maschenstrom IM2. Also fügt man noch IM8 mal R5 plus R3 hinzu. Erst jetzt ist auch dieser Maschensatz, Masche 2, komplett. Wir haben jetzt 2 Gleichungen mit nur 2 unbekannten Größen, nämlich IM1 und IM2. Die können jetzt hieraus berechnet werden. Das kann man mit dem Verfahren nach Gauß erledigen. Das bereite ich vor. Ich bringe die bekannten Größen von der linken auf die rechte Seite. Sie sind hier blau eingefärbt. Dann sortiere ich links die Terme nach IM1 und IM2, sodass in jeder Gleichung erst der IM1-Term und dann erst der IM2-Term steht.
Jetzt lässt sich aus den Größen links eine 2-Kreuz-2-Matrix erstellen. Mit den gegebenen Beträgen für die Widerstände, Ströme und Spannungen sieht diese Matrizengleichung etwas kompakter aus. Löst man dieses Gleichungssystem, dann ergibt sich für den Strom IM1 1,743 und für den Strom IM2 1,118 Ampere. Das sind zwar die Maschenströme und die sind ja bekanntlich nur virtuell und als Berechnungshilfe gedacht. Diese Werte gelten in unserem Fall aber auch für bestimmte Zweigströme. Welche das sind, erkennt man, sobald man die Zweigströme in den Schaltplan einzeichnet. Die sind hier in Rot dargestellt. Natürlich weiß man nicht immer, ob die angenommene Richtung dieser selbst eingezeichneten Ströme richtig ist. Es macht aber nichts, denn wenn man in seiner Richtungsannahme falsch lag, bekommt das Ergebnis ein Minus. Sein Betrag aber ist trotzdem richtig. Schaut man sich jetzt die Masche 1 an, dann muss der Maschenstrom IM1 genauso groß sein wie der Zweigstrom I1. Warum? Weil I1 der einzige Zweigstrom ist, der nur dieser einen Masche 1 angehört. Genauso muss in der Masche 2 der Maschenstrom IM2 genauso groß wie der Zweigstrom I2 sein. Daher können wir die Zweigströme 1 und 2 als berechnet ansehen. Genial! Jetzt kennen wir von 8 Strömen schon mal 4. I1, I2 und I7 und 8 aus der Aufgabenstellung. Die Ströme, die bisher noch nicht bekannt sind, sind I3 bis I6. Die lassen sich aber mit Hilfe des Knotensatzes ermitteln. Beispiel I3 am linken Knoten A. Man könnte I3 als Summe aus I5 und I7 ansehen. Aber I5 ist unbekannt. Man muss also schauen, dass man nur mit bekannten Strömen arbeitet. Glücklicherweise lässt sich I3 auch berechnen, wenn man den unteren Knoten B wählt, wo I3 gleich I8 plus I2 ist. Ähnlich verfährt man mit den anderen Strömen und kommt am Ende zu konkreten Ergebnissen für die Zweigströme, die noch fehlten. Ich hoffe, ich habe dieses Verfahren einigermaßen verständlich erklärt und wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Ausprobieren. Ciao.